stiften, der du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist heilig, du allein der Herr, Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. An jedem Tage will ich dich preisen und loben deinen Namen in Ewigkeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, Zuflucht bist du uns geworden von Geschlecht zu Geschlecht. Ich sprach, Herr, erbarme dich meiner, heile meine Seele, denn ich habe gesündigt vor dir. Herr, ich flüchte mich zu dir, lehre mich deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Sende dein Erbarmen zu denen, die dich kennen. Bewähre, Herr, diesen Tag uns ohne Sünde zu bewahren. Gepriesen bist du, Herr, Gott unserer. Gelobt und verherrlicht ist dein Name in Ewigkeit. Amen. Dein Erbarmen, Herr, komme über uns, wir es erhoffen von dir. Gepriesen bist du, Herr, lehre mich deine Weisungen. Gepriesen bist du, Gebieter, lass mich deine Weisungen verstehen. Gepriesen bist du, Heiliger, erleuchte mich durch deine Weisungen. Herr, deine Gnade währt in Ewigkeit, verachte nicht die Werke deiner Hände. Dir gebührt Lob, dir gebührt Preis, dir gebührt Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, alle, die mit uns in den Livestream mitbeten, wir feiern jetzt die göttliche Liturgie zum zweiten Sonntag nach Pfingsten. Eigentlich in der orthodoxen Tradition ist dieser Sonntag der sogenannte Sonntag aller Heiligen des jeweiligen Landes. Und so vielleicht können wir das in unser Herzen bewahren, all jene heiligen Männer und Frauen, die in unser Land gelebt haben, alle Heiligen Österreichs. Und dass wir sie bitten, für ihr Fürbitte für uns, für unsere Welt, und dass wir verbunden sind mit der ganzen Schar der Heiligen. Amen. Gott sei mir Sünde gegeben, Gott sei mir Sünde gnädig. Erbarme dich meiner, Gott sei mir Sünde gnädig und erbarme dich meiner. Tröster im Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllst, Schatzkammer aller guten Gaben und Spende des uns von jeglichem Makel und rette, o Guter, unsere Seelen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Herr, öffne meine Lippen, auf dass mein Mund deinen Ruhm verkünde. Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
In Frieden lass uns beten zum Herrn. Um himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen lasst uns beten zum Herrn. Und den Frieden der ganzen Welt und das Wohl der heiligen Kirchen Gottes und die Einheit aller lasst uns beten zum Herrn. Für dieses heilige Haus und für alle, die es mit Glauben und Frömmigkeit in Gottes Wort besuchen, lasst uns beten zum Herrn. Für unseren heiligen Vater Franziskus, den Papst von Rom, unseren seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew-Halych, unseren hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, Ordinarius für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich, unseren hochgeweihten Metropoliten und Erzbischof Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jörg, die ehrwürdige Priesterschaft, den Diakonat in Christus, für den gesamten Klerus und alle Gläubigen, lasst uns beten zum Herrn. Für unser gottbehütetes Volk im Vaterland, für alle, die es regieren, beschützen und ihm dienen, lasst uns beten zum Herrn. Für diese Stadt, für jede Stadt, für jeden Ort und die Gläubigen, die darin wohnen, lasst uns beten zum Herrn. Gedeihlichen Witterung, reichlichen Ertrag der Früchte der Erde und friedige Zeiten, lasst uns beten zum Herrn. Für die Reisenden zu Wasser, zu Land in der Luft, für die Kranken, die Not leiden, die Gefangenen, Verschleppten, für die heute Sterbenden, ihre Errettung, lasst uns beten zum Herrn. Für die um ihres Glaubens willen verfolgten Brüder und Schwestern, lasst uns beten zum Herrn. Dass uns bewahre vor aller Trübsal, Verzorn oder Bedrängnis, lasst uns beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Unsere allheiligen, allreinen, hochgelobten, ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria mit allen Heiligen gedenken, wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Denn dir gebührt alle Ruhm, alle Ehren, Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieder lass uns in Frieden beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Unsere allheiligen, allreinen, hochgelobten, ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, mit allen Heiligen gedenken, wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Denn dein ist die Macht und das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lobe den Herrn, meine
einzig geborener Sohn und Wort Gottes Unsterblicher, der du freiwillig unseres Heiles willen wolltest Fleisch annehmen aus der heiligen Gottesgebärde und immerwährenden Jungfrau Maria, ohne dich zu verändern, wurdest du Mensch und gekreuzigt Christus unser Gott. Hast du im Tod den Tod bezwungen, du einer der heiligsten Dreifaltigkeit, gleich verherrlicht mit und dem Heiligen Geiste, Wieder und wieder lass uns in Frieden beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Unsere allheiligen, allreinen, hochgelobten, ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, mit allen Heiligen gedenken, wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Denn ein gütiger und menschenliebender Gott bist du, und dir senden wir unseren Lobpreis empor, dem Vater, dem Sohn, dem Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weisheit steht aufrecht. Kommt und lasset uns anbeten.
Krieger bewachten deinen makellosen Leib. Da bist du, Erlöser, am dritten Tage erstanden und gabst der Welt das Leben. Darum riefen die himmlischen Mächte dir zu, Lebensspender. Ehre sei deiner Auferstehung, o Christe, Ehre sei deinem Königtum, Ehre deinem göttlichen Heilsplan, einziger Menschenfreund. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Als Gott bist du auferstanden, aus deinem Grabe in Herrlichkeit. Die Welt hast du dadurch mit auferweckt. Und so preist die sterbliche Natur dich als Gott. Entschwunden ist, du Gebieter der Tod. Es jubelt Adam und Eva ist jetzt von den Fesseln befreit. Sie freut sich und ruht. Du, Christe, spendest die Auferstehung allen, jetzt und alle Zeit und Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hilfe der Christen nie vergeblich, Mittlerin beim Schöpfer unwandelbar, verschmähe nicht der Sünder Stimme. Komm vielmehr uns zuvor mit deiner Hilfe, die wir gläubig zu dir rufen. Eil auf unser Gebet, lauf auf unser Flehen, denn du hilfst immer Gottes Gebärerin, denen, die dich ehren. Denn heilig bist du unser Gott, und dir sind wir den Lobpreis empor. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heiliger Gott, heiliger Stab, heiliger unsterblicher, erbarme dich
Dynamis. Agios o Theos, Asis Kyros, Agios Athanatos, eleison, imas. Seid aufmerksam, der Friede sei mit euch allen. Weisheit. Prokimenon im ersten Ton, lass deine Güte über uns walten, o Herr, so wie wir auf dich hoffen. Lass deine Güte über uns walten, o Herr, so wie wir auf dich hoffen. Die Gerechten jubelt vor dem Herrn, für die Frommen ziemt es sich Gott zu loben. Lass deine Güte über uns walten, o Herr, so wie wir auf dich hoffen, so wie wir auf dich hoffen. Lass deine Güte über uns walten, o Herr, so wie wir auf dich hoffen, so wie wir hoffen. Weisheit. Lesung aus dem Römerbrief. Haben wir Gott. Brüder, Herrlichkeit, Ehre jedem zuteil, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, aber ebenso dem Griechen. Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. Alle, die sündigten, ohne das Gesetz zu haben, werden auch ohne das Gesetz. Und alle, die unter dem Gesetz sündigten, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Nicht die sind vor Gott gerecht, die das Gesetz hören, sondern er wird die für gerecht erklären, die das Gesetz tun. Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist. So sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab. Ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich. An jenem Tag, an dem Gott, wie ich es in meinem Evangelium verkündige, das, was im Menschen verborgen ist, durch Christus Jesus richten will. Friede sei mit dir, Vorleserin. Weisheit, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Weisheit steht aufrecht, lasst uns das heilige Evangelium hören. Friede sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Haben wir Acht. In jener Zeit, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium von Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. An diesem Sonntag hören wir die wunderbare Geschichte, wie Jesus die ersten Jünger ruft. Wir hören, dass er Simon Petrus gerufen hat und die Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes. Wer waren diese Menschen? Sie waren sicherlich Produkte der lokalen Universität mit großen Diplomen, Theologie und so weiter. Sie haben große Vorlesungen wohl gegeben. Sie haben Großes gelernt, viele Bücher hineingenommen. Nein, sie waren Fischer. Sie waren einfache Leute, gebildete Menschen. Aber genau diese Menschen hat der Herr gerufen in seine Nachfolge. Diese Menschen hat der Herr gerufen, das Evangelium zu verkünden bis an die Enden der Erde. Und warum? Weil sie waren entstanden, eine Situation, die sie das aufnehmen könnte, was der Herr ihnen lehrte wollte, was er sagen wollte. Ja, die Gelernten, viele, die den Heiligen Schrift gut gekannt, die gut gelernt waren, sie haben nichts verstanden, was Jesus sagen wollte. Nein, Jesus rufte kleine Menschen, gebildete Menschen. Und aus diesen Menschen hat er etwas Großes gemacht. Einst fingen sie Fische. Durch den Heiligen Geist werden sie die Menschen fangen. Wir singen zu Pfingsten: Christus, unser Gott, gepriesen bist du, der du die Fischer zu Allweisen gemacht und ihnen den Heiligen Geist herabgesandt. Du hast durch sie die Menschenfreund, Ehre sei dir.
Liebe Freunde, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir das anschauen, dass wir das kapieren. Jesus spricht immer wieder im Evangelium, dass man muss wie ein kleines Kind werden. Das Reich Gottes gehört den Armen, den Einfachen. Das ist nichts gegen die Theologie, denn die Theologie ist wichtig. Aber die Ursprung der Theologie beginnt nicht mit einem großen, tiefen Wissen über Sprachen, über Geschichte, über diese Sachen. Nein, sie beginnt woanders. Sie beginnt in die Doxologie, in der Lobpreis, in das Hören, das, was Gott spricht. In meiner Theologiezeit, ein Professor hat gesagt und ermahnt die Studenten, die Theologie beginnt wo? Sie beginnt auf die Knie. Und so diesen Predigern, diesen Aposteln, den Jesus gerufen hat, hat sie eine Weisheit gegeben, die nicht ist, durch irgendein Buch zu bekommen, durch einen akademischen Grad oder sonst, sondern durch eine Erfahrung der Gnade Gottes, eine Erfahrung der Beziehung. Und das ist es, liebe Freunde, wenn wir heute unseren Blick richten auf die Heiligen. Und wie ich am Beginn gesagt habe, in vielen östlichen Traditionen ist der zweite Sonntag nach Allerheiligen, der Sonntag, also der zweite Sonntag nach Pfingsten, der Sonntag nach Allerheiligen Sonntag, ist das ein Tag, wo wir uns erinnern, Gedächtnis halten an die Heiligen des jeweiligen Landes. Und wenn wir einen Blick schauen über die Heiligen Österreichs, sehen wir alle möglichen Menschen, Arten von Menschen, von Arme bis zum Kaiser, bis zum einfachen Mönch, verheiratete Menschen, ehelose Menschen, Menschen, die gekämpft haben, gerungen haben, zu beten. Wir haben viele gelernte Menschen, Menschen, die doch an die höheren Institutionen Doktoraten gemacht haben und auf akademische Art und Weise sich vertieft haben, Geschichte, Spiritualität, Theologie. Aber sie waren verwurzelt, nämlich auf die Knie. Und einige von denen haben Zeugnis, gerade im letzten Jahrhundert vor allem, Zeugnis für Christus abgelegt in ihrem eigenen Blut. Hier denken wir an die Märtyrer des Dritten Reiches. Sie haben den Herrn gesehen und sie sind treu zu ihm geblieben gegen den Strom der Zeit. Hier können wir auch denken an den seligen Franz Jägerstätter, ein Bauer, ein einfacher Mann, der eine große Liebe zum Heiligen Schrift hat. Ein Mann, der erkannt hat, der Erkenntnis bekommen hat, was auf die Seite Gottes steht und was auf die Seite des Antichrist steht. Die Heiligen, liebe Freunde, sind die Weiterführung des Evangeliums in unserer Zeit, die Weiterführung der Apostelgeschichte. Und das ist so was Fantastisches, wenn wir uns überlegen, was sind Heiligen, wer sind Heiligen? Die Heiligen sind nichts anderes als die Männer und Frauen, die mit großem Eifer diese Einladung gehört haben, den gleichen Einladung, den Jesus damals am Ufer des Sees an die Fischer gegeben hat. Komm und folge mir nach. Die Heiligen sind Menschen aller Art, Arme, Reiche, Machtvolle und die keine Macht hatten, die alles unter der sanften Herrschaft des Herrn gestellt haben, um ihm nachzufolgen. Liebe Freunde, auch wir sind berufen, Heiligen zu werden. Eine große Persönlichkeit des letzten Jahrhunderts hat behauptet, am Ende gibt es nur eine einzige Tragödie. Das ist nicht heilig zu werden. Und liebe Freunde, das ist nicht irgendeine Karte oder eine Auszeichnung, die man bekommt, sondern das ist wirklich
wie der französische Autor sagt, alles ist Gnade. Und das ist es. Unsere Einladung ist, die Gnade Gottes zu folgen. Unsere Einladung ist, Jesus zu hören, die er jeder von uns gibt. Komm und folge mir nach. Wenn wir einen Blick im Evangelium werfen, dann sehen wir, sehr oft haben sie Jesus nicht verstanden. Sehr oft haben sie auch Blödsinn angebaut. Denken wir an Petrus, der sagt, ich werde das nicht lassen, Herr, dass du leiden musst. Und Jesus zu ihm sagt, hinter mir, Satan. Und trotzdem ist dieser Petrus mit all seinen Macken, all seiner Unvollkommenheit ein Apostelfürst geworden. Alles ist durch die Gnade Gottes möglich. Und liebe Freunde, wir wollen an diesem Sonntag, in diesem zweiten Sonntag nach Pfingsten, Gedächtnis an die vielen Heiligen, die unser Land geprägt, unsere Welt geprägt haben, vielleicht auch unser Leben geprägt. Denn die Heiligen sind nicht nur diejenigen, die ein Datum in der Menäon haben, in der Martyrologie haben für ihr Festtag. Es gibt weitaus viel mehr Heiligen, die noch nicht heilig gesprochen sind und werden auch nicht heilig gesprochen in dieser Welt, aber der Herr kennt seine. Und so, liebe Freunde, mit der Gnade Gottes ist es auch möglich, dass wir diesen Weg gehen können, diesen Weg der Heiligkeit gehen können. Ich glaube, in unserer Zeit, ja, an diesem Tag, den 13. Juni 2020, sind Heiligen sehr wichtig für unseren Moment. Denn wir leben in einer Welt, die es nötig hat, ein Zeugnis zu sehen, zu schauen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Gerade in dieser Zeit brauchen wir Zeugen, die verkünden, dass Jesus lebt, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus unser Retter ist. Das ist es, liebe Freunde. Menschen, die bereit sind, Liebe und Barmherzigkeit die Welt zu zeigen, in einer Welt, wo sehr viel Unheiliges herrscht. In unserer Zeit ist viel Angst, unnötige Angst, viel Sorgen, Ärger, auch Tendenz zu Gewalt, Tendenz zu Rassismus, Tendenz, unsere Brüder und Schwestern zu hassen. Die Heiligen sind die Männer und Frauen, die bereitstehen unter dem Kreuz des Herrn in Solidarität mit allen leidenden Menschen. Die Heiligen sind die Menschen, die im Gebet stehen für all denen, die gekennzeichnet sind von vieles Leiden. Ja, viele Opfer von den vielen Süchten, die es in unserer Zeit gibt. Viele Menschen, die gefangen sind mit Ideologien wie Nationalismus, Ideologien, die den Menschen wegtrennt von Gott und voneinander. Liebe Freunde, dieser Weg ist nicht einfach. Wir scheitern dauernd. Und doch, der Herr ist da mit seiner Hand, der sagt, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Ich denke an den Wort von den berühmten lutherischen Theologen und auch Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer, der sagte, wenn Jesus jemand einlädt, ihm nachzufolgen, er sagt, komm und sterbe mit mir. Komm und sterbe mit mir. Dietrich Bonhoeffer, wie viele Männer und Frauen in dieser Zeit, sie haben das Sterben leibhaft für den Herrn erlebt. Aber für uns das Sterben bedeutet, loszulassen von all das, was uns hindert, den Weg nach der Liebe Christi zu wandeln und seine Wahrheit zu wandeln. Dieses Sterben ist etwas, was jeden Tag in unser Leben stattfindet. Und doch, wir werden Schritt für Schritt neu geboren auf diesen Weg. Jesus lädt seine Apostel ein. Sie haben ihr Leben nur das eine gekannt, das Fischen.
Tag ein, Tag aus. Und da stand Jesus am Ufer des Sees und sagte, komm und folge mir nach. Und in einem Moment des Sterbens haben sie ihre Netze verlassen und sind auf den Weg, Jesus nachzufolgen. Sie haben nicht gewusst, wohin dieses Weg ging. Sie haben nicht gewusst, welche Heilungen sie erfahren werden. Sie haben nicht gewusst, auf welche Leid und Spott sie auch sehen werden, was auf Jesus gerichtet worden ist. Sie haben nicht vielleicht geahnt die Versuchungen, die sie ausgesetzt waren. Die Versuchung zu fragen, können wir auf deiner linken und rechten Seite sein im Reich? Und doch, sie haben vieles gelernt, sie haben vieles verstanden. Wer der Erste sein will, muss der Diener aller sein. Oh, an diesem Wort vom heiligen Silouan, von Berg Athos, der sagt, mein Bruder ist mein Leben. Unser Bruder und unsere Schwester ist unser Leben. Christus hat die Aposteln das gelernt und gezeigt, dienen hat den ersten Platz in Gottes Reich. Haben sie geahnt, Petrus, Jakobus und Johannes, dass sie auf den Berge Tabor geführt werden und dass sie seine Herrlichkeit, Gottheit, Herrlichkeit sehen werden, insoweit sie es fassen konnten, damit sie nach der Auferstehung verstehen könnten, dass sein Leiden freiwillig war. Haben sie geahnt, diese dramatische Nacht, wo Jesus Brot in seine Hände genommen hat, den letzten Abendmahl, die wir von jeder göttlichen Liturgie zu göttlicher Liturgie feiern. Wo Jesus das Brot brach, gab es seinen Aposteln und Jüngern und sagte, das ist mein Leib. Haben sie geahnt, den Leidensweg ihres Meisters, der einerseits ein paar Tage zuvor in Jerusalem hineinkam und wurde begrüßt wie König, haben sie geahnt, dass dieser König wird sein einziger Thron dieser Welt empfangen. Und das ist das Holz des Kreuzes. Die einzige Krone, eine Dornenkrone. Aber haben sie geahnt, die Freude, die sie erfahren haben, als sie die Botschaft vernommen, das Grab ist leer. Und durch das Herabkommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten sind sie verwandelt, sind sie zu Aposteln, Gesandte, Botschafter an Christi Stadt, gesandt in der Welt, an die Enden der Erde zu verkünden, dass Jesus der Retter und Herr ist. Haben sie geahnt, die unzähligen Millionen und Millionen und Millionen Männer und Frauen, die durch die Jahrhunderte ihre Botschaft vernommen haben, bis zu dem heutigen Tag, und sind Heiligen geworden, sind Jünger Jesu geworden. Möge wir in Österreich, möge wir in der ganzen Welt, in jeder Nation, dass wir heilig werden, damit am Ende der Zeiten wir werden sehen, von allen Völkern und Nationen ein priesterliches Volk der Menschen, erworben durch den kostbaren Blut des Lammes, geheiligt und zu das Geheimnis der Vergöttlichung gebracht. Amen. Lasst uns alle aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, lasst uns sprechen. Herr Gott, der Herrscher, Gott unsere Väter, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich. Erbarme dich uns, o Gott, an deinen großen Barmherzigkeit, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich. Lass uns auch beten für unseren heiligen Vater Franziskus, den Papst von Rom, unseren seligen Patriarchen Sviatoslav und Kiew Halic, unseren hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseren hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jürgen, für jene, die in diesem Gotteshaus dienen und dienten, für unseren geistigen Väter, für all unsere Brüder und Schwestern in Christus. Lass uns auch beten für unsere Brüder, die Priester, Mönchspriester, Diakone, Mönchsdiakone, für alle Mönche, Moniales auf den ganzen Erden rund.
Lass uns auch bieten, um Erbarmen, Liebe, Frieden, Gesundheit, Heil, Schutz, Verzeihung, Nachlass, alle Sünden und Verfehlungen der hier anwesenden Diener und Dienerinnen Gottes, des Dieners Gottes, des Priesters Nikolai, der Dienerin Gottes, Hanna, der Diener Gottes, Vincent, der Dienerin Gottes, Claudia, der Diener Gottes, Stefan, der Dienerin Gottes, Annette, der Dienerin Gottes, Maria, der Diener Gottes des Priesters Zenon, der Diener Gottes, Josef, der Dienerin Gottes, Christina und all ihre Familien, alle, die mit uns verbunden sind durch die Live-Übertragung, all die hier anwesend sind, dass Gott, der Herr, sich ihrer erbarme. So lasst uns alle sprechen. Lass uns auch beten für unser Vaterland, für alle, die es regieren, beschützen und ihm dienen. Lass uns auch beten für die Stifter und Hauses sowie für alle von uns gegangene Väter, Mütter, Brüder, Schwestern und Kinder. Und lasst uns alle sprechen. Lass uns auch beten für alle, die deinen heiligen Kirchen Wohltaten erweisen, für alle, die vor dir dienen und dienen, für die Sänger, für alle Anwesenden, für alle rechtgläubigen Christen, die von dir das große und reiche Erbarmen erwarten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Denn ein gnädiger und jetzt sind wir unseren Lobpreis empor, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieder und wieder in Frieden beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wag über uns, o Gott, in deiner Gnade. Weisheit in dir gebührt alle Ruhm, alle Ehre und Anbetung dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieder und wieder lass uns in Frieden beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Weisheit, wieder und immer wieder fallen wir nieder vor dir. Wir bitten dich, du gütiger, menschenliebender, sieh herab auf unser Gebiet, reinige unsere Seelen und unsere Leibe von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Lass uns ohne Schuld und Tadel für deinen heiligen Opferaltar stehen. Denen, die mit uns beten, o Gott, schenke die Gnade, dass sie im Maße, indem sie im Leben voranschreiten und im Glauben und der geistigen Erkenntnis wachsen, gewähre allen, die dir in Gottes Furcht und Liebe dienen, dass sie frei von Schuld und verurteilt an deinen heiligen Geheimnissen teilnehmen dürfen, es so deines himmlischen Reiches würdig werden. Auf dass wir von deiner Magd alle Zeit behütet, der den Lobgesang emporsenden, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Stellen
unseres heiligen Vaters, Franziskus des Papstes von Rom, unseres seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew-Halych, unseres hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseres hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jürgen, die ehrwürdigen Priesterschaft, die Diakone, alle Mönche, Monialen, die Regierung unseres Volkes und Vaterlandes, der Regierenden und alle, die es beschützen und dienen, alle in der Hoffnung auf die Auferstehung, das ewige Leben in schlafenden, rechtgläubigen Christen, der edle Stifter und Wohltäter dieses heiligen Gotteshauses, alle, die uns hassen und alle, die uns lieben, alle Kranken, allen Armen, allen Obdachlosen, alle von Strom bedrängten leiden, allen Menschen, die gefangen sind in Abhängigkeiten, den Armen und Kranken in unserem Leben, die Menschen, die wir in unser Herzen tragen, und euer alle rechtgläubigen Christen, gedenke Gott der Herr in sein Reich, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns vollen in unser Gebet vor den Herrn. Für die hier bereiteten kostbaren Gaben lasst uns bieten zum Herrn. Für dieses heilige Haus und für alle, die es mit Glauben und Frömmigkeit in Gottes Volk besuchen, lasst uns bieten zum Herrn. Und dass er uns bewahre vor aller Trübsal, vor Zorn oder Bedrängnis, lasst uns bieten zum Herrn. Unsere allheiligen, allreinen und gelobten und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria,
An allen Heiligen gedenken, wollen wir uns selbst und den anderen unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Durch das Erbarmens deines eingeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist, an den allheiligen, gütigen, lebensspendenden Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Friede sei mit euch allen. Mit deinem Geist. Lasst uns einander lieben, auf dass wir in Eintracht bekennen. Den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, die Wesenseine und ungeteilte Dreifaltigkeit. Die Türen in Weisheit, lasst uns Acht haben. Ich glaube an den einen Gott, Den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestiegen. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau und ist Mensch geworden. Gekreuzigt wurde er für uns unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden und ist auferstanden am dritten Tage gemäß der Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und Tote, und seines Reiches wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht. Er wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. Er hat gesprochen durch die Propheten. Und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Lasst uns geziemen in ehrfurchtsvoll stehen, haben wir Rat, dass wir das heilige Opfer in Frieden erbringen. Die Gabe des Friedens, das Opfer des Lobes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit deinem Geiste. Erheben wir die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns Dank sagen dem Herrn. Es ist würdig und recht, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist
Es ist würdig und recht, dir zu singen, dich zu preisen, dich zu loben, dir Dank zu sagen an jeden Ort deiner Herrschaft. Denn du bist der unaussprechliche, unbegreifliche, unsichtbare und unfassbare Gott. Von Ewigkeit her bist du und bleibst unverändert. Du, dein eingeborener Sohn und dein Heiliger Geist. Du hast uns aus dem Nichts ins Dasein gerufen und uns nach unserem Fall wieder aufgerichtet. Du hörst dich auf, alles zu tun, um uns zum Himmel zu führen und uns ein künftiges Reich zu schenken. Für alles danken wir dir, deinen eingeborenen Sohn und deinen allheiligen Geist. Für alle uns erwiesene Wohltaten, die uns bekannten oder unbekannten, die offenkundigen oder verborgenen. Wir sagen dir auch Dank für diesen heiligen Dienst aus unseren Händen gnädig anzunehmen, du geruhst. Obgleich Tausende von Erzengeln und unzähligen Scharen von Engeln, die Cherubim und die sechsflügigen und vieläugigen Seraphim fliegen und schweben, dich umgeben, die das Siegeslied singen, jauchzen, rufen und sprechen. Mit diesen seligen Mächten, Menschen, liebender Herr, singen und rufen auf wir. Heilig bist du und allheilig du, dein eingeborener Sohn und dein Heiliger Geist. Heilig bist du und über alles heilig und wunderbar ist deine Herrlichkeit. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn dahin gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Er ist gekommen und hat den ganzen Heilsplan um unseretwillen erfüllt. Und in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, oder vielmehr sich selber auslieferte für das Leben der Welt, nahm er Brot in seinen heiligen, reinen, makellosen Hände, dankte, segnete, heiligte, brach es und gab es seinen heiligen Jüngern und Aposteln, indem er sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ein Gedenke also dieses heilbringenden Auftrages des Erlösers und an dessen, was für uns geschehen ist, des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tag, der Himmelfahrt, des Sitzen zur Rechten des weitigen glorreichen Wiederkehr.
bringen wir dir da das Deinige von den Deinigen, in allem und für alle. Und wir bringen dir diesen geistigen und unblutigen Opferdienst dar. Wir rufen dich an, wir bitten und flehen zu dir. Sende deinen Heiligen Geist herab auf uns und auf diese vorliegenden Gaben. Gott sei mir so gnädig und erbarmlich. Gott sei mir so gnädig und erbarmlich. Gott sei mir so gnädig und erbarmlich. Und mache dieses Brot zum kostbaren Leib deines Christus. Amen. Und was in diesem Kelch ist, zum kostbaren Blut deines Christus. Amen. Sie verwandeln durch deinen Heiligen Geist. Amen. 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 Damit diesen heiligen Gaben all denen, die sie empfangen, zur Nüchternheit der Seele gereichen, zur Verzeihung ihrer Sünden, zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Zu philippischen Reiches, Vertrauen auf die Genichts und Gerichtes Verdammnis. Wir bringen dir diesen geistigen Opferdienst auf für jene da, die uns im Glauben vorausgegangen sind, für unsere Vorväter, viele Patriarchen, Propheten, Verkündiger, Evangelisten, Märtyrer, Bekenner, Asketen, für jede gerechte Glaube, verschiedene Seele. Gepriesen sei unser Gott. Alle Zeiten sind immer da. Insbesondere gedenken wir unter aller heiligen Hereinen und gebeneiten ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria. Vor allem gedenke Herr, unseres heiligen Vaters Franziskus, des Papstes von Rom, unseres seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew-Halych, unseren hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseres hochgeweihten Erzbischofs Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jörg, erhaltest deinen heiligen Kirchen in Frieden, Wohlergehen, Ehre, Gesundheit, langen Leben und in der rechten Verwaltung des Wortes deiner Wahrheit. Und lass uns einmütig mit Mund und Herz deinen allerwürdigen und wunderbaren Namen preisen und besingen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es sei des Erbarmens unseres großen Gottes und Erlösers Jesus Christus mit euch allen. Mit deinem Geist. Nachdem wir alle Heiligen gedacht haben, lasst uns wieder in Frieden beten zum Herrn. Dass wir die Resten für die dargebrachten, geheiligten, kostbaren Gaben, lasst uns beten zum Herrn.
Dass unser menschenliebender Gott sie annehme aus seinen heiligen, überhimmlischen, geistigen Altares und Duft und geistigen Wohlgeruch und uns dafür seine göttliche Gnade, die Gabe des Heiligen Geistes herabsende. Lass uns beten zum Herrn. Dass er uns bewahre vor aller Trübsal, vor Zorn oder Bedrängnis, lasst uns beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Dass der heutige Tag vollkommen heilig, friedvoll und in Sünde sei, lasst uns erflehen vom Herrn. Einen Engel des Friedens, einen treuen Führer von Seelenleib, lass uns erflehen vom Herrn. Verzeihung in Nachlass unserer Sünden und Verfehlungen, lass uns erflehen vom Herrn. Alles, was gut ist und heilsam für unsere Seelen, für den Frieden, für die ganze Welt, lass uns erflehen vom Herrn. Dass wir die restliche Zeit unseres Lebens in Frieden und Umkehr vollenden, lasst uns erflehen vom Herrn. Ein christliches Ende unseres Lebens ohne Qual und Schande, sowie eine gute Verantwortung vor dem forterregenden Richterstuhl Christi, lasst uns erflehen vom Herrn. Im Flehen und die Einheit des Glaubens und in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Und würdige uns, Gebieter, mit Vertrauen und unverurteilt, dich, den Gott des Himmels, als Vater anrufen und sprechen zu dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Friede sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Neiget eure Haupt vor dem Herrn. Wir danken dir, unziegbaren Könige, deine unermessliche Macht, hast du alles erschaffen. In deiner großen Barmherzigkeit hast du alles aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Schau, Herr, aus der Höhe der Himmel herab auf die ihr Haupt. Dieses Jahr nicht vor Fleisch und Blut getan, sondern vor dir, den ehrfurchtgebietenden Gott. Lass diese heiligen Opfergaben, o Herr, uns alles so heilig reichen. An jeden, so wie es dessen bedarf. Reise mit den Reisenden, heile die Kranken, du Arzt, unsere Seele und Leibe. Durch die Gnade des Erbarmens und die Menschenliebe deines eingeborenen Sohnes, bei dem du gepriesen bist, zusammen mit deinem allheiligen, gütigen, lebensspendenden Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir Acht.
Ich glaube, o Herr, und bekenne, dass du in Wahrheit Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu erlösen, unter denen ich die Erste bin. Lass mich heute teilnehmen, o Sohn Gottes, an deinem mystischen Gastmahl. Ich will deine Mysterien nicht den Feinden verraten, dir auch keinen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Schächer bekenne ich vor dir. Gedenke meiner, o Herr, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner Gebieter, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner Heiliger, wenn du in dein Reich kommst. Nicht zum Gericht oder zur Verdammnis, möge mir die Teilnahme an deinen Mysterien gereichen, sondern zur Heilung der Seele und des Leibes. Gott sei mir armen Sünder gnädig. Gott, verzeihe mir meine Sünden und erbarm dich meiner. Ohne Zahl habe ich gesündigt, Herr, verzeihe mir. Mit Gottes Furcht, Glauben, Liebe, trete dazu. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gott ist der Herr und ist uns erschienen. Liebe Freunde, wir empfangen jetzt den heiligsten Leib und Blut unseres Herrn Gottes und Erlösers Jesus Christus. Für all jene, die mit uns beten im Internet, auch wenn es nicht möglich ist, hier physisch teilzunehmen an diesem heiligsten Sakrament des Herrn, wollen wir trotzdem in unser Herzen gehen und den Herrn bitten um seine sanfte Gegenwart, seine innere geistliche Kommunion mit uns. Amen. Jesus Christus.
Rette, o Gott, dein Volk und segne dein Erben. Gesehen haben wir das wahre Licht, Geist vom Himmel empfangen. Gefunden haben wir den wahren Glauben, die unteilbare Reichhaltigkeit geben wir an, denn sie hat unser Glück. Jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erfüllt unser Mund von deinem Lob, denn du hast uns gewürdigt, an deinen heiligen und sterblichen und reinen Geheimnissen teilzunehmen. Bewahre uns in deiner Heiligkeit, damit wir deine Ehre besingen und den ganzen Tag deine Gerechtigkeit betrachten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Steht nun aufrecht, wir haben empfangen die göttlichen, heiligen und reinen und sterblichen und lebensbildenden, ehrfurchtgewinnenden Geheimnisse Christi. Nun lasst uns für die Dank sagen dem Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Erflehen, dass der ganze Tag vollkommen heilig, friedvoll und ohne Sünde sei, wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Denn du bist unsere Heiligung, in dir senden wir unseren Lobpreis empor, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geiste, jetzt und immer
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gehen wir in Frieden. Lasst uns beten zum Herrn. Herr, der du segnest dich, preisen und heiligst die, die auf dich vertrauen, rette dein Volk und segne dein Erbe. Bewahre die Fülle deiner Kirche und heilige alle, die da lieben, die Zierde deines Hauses. In deine göttliche Macht verherrliche sie und verlass uns nicht, die wir auf dich hoffen. Gib Frieden in deiner Welt, in den Kirchen, den Priestern, den Regierenden, dem Herrn, in den ganzen Volke. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk ist von oben. Kommt herab von ihr, dem Vater der Lichter. Der Sinne wir empor Lobpreis, Danksagung und Anbetung. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Segen des Herrn und sein Erbarmen komme auf euch herab, Kraft seiner Gnade und Menschenliebe, alle Zeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehre sei dir, Christus Gott, unsere Hoffnung, Herr, Ehre sei dir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vater, gib den Segen. Der von den Toten auferstanden ist, Christus, unser wahrer Gott, hat die Fürsprache seiner reinen Mute, der heiligen, glorreichen und allverehrten Aposteln, den heiligen Aposteln, den Evangelisten Markus, Patron dieses heiligen Hauses, des heiligen Methodius, des Patriarchen von Konstantinopel und des heiligen Propheten Eliseus, deren Gedächtnis wir heute begehen, aller Heiligen Österreichs, unseres Vaters unter den Heiligen Johannes Chrysostomus, des Erzbischofs von Konstantinopel, der heiligen gerechten Gottesannen Joachim und Anna, und aller Heiligen erbarme sich und errette uns und er ist gütig und menschenliebend. Liebe Freunde, wir wünschen euch allen einen gesegneten Sonntag und dass wir weitergehen, dass wir diesen Einladungen des Herrn folgen. Komm und folge mir nach. Wir laden herzlich ein, wieder nächsten Samstag zur Feier der Vorabend Liturgie und demnächst werden die Gebetszeiten des Gebetszentrums online gepostet mit den Stundengebet nächste Woche aus dem Byzantinischen Gebetszentrum und die Samstagabend Liturgie wieder hier. Wir haben jetzt angesichts der Entwicklungen in Österreich sind wir zurückgekommen, eben zu der Kommunion mit der Löffel, allerdings mit jedem einen einzelnen Löffel verwendet. Und wir freuen uns, dass die Aussichten schauen nicht schlecht aus, aber beten wir weiterhin für die Gesundheit unseres Landes und unseres Kontinentes und der ganzen Welt. Ja, denn viele Länder, wie wir wissen, leiden und ringen unter der Coronavirus weiterhin. Und es ist wichtig, dass wir einfach unseres tun, damit es nicht wieder zu einem Ausbruch in Österreich kommt. Beten wir für die ganze Welt.
in dieser Zeit und für alle Menschen, die leiden unter der Krankheit und unter viele Ungerechtigkeiten in unserer Welt. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.